Das war ein schöner, abgefahrener Abend. War richtig schön. Ich musste nicht meine Brüste zeigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Neuland Stories. Wir sind in einem neuen Bundesstaat. Letzte Woche waren wir noch in Texas und jetzt sind wir in Louisiana. First things first, ihr geht einmal kurz rüber und abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr nichts von unserer Reise durch die USA verpasst. Wir machen einen kleinen Zwischenstopp hier in unserem ersten Spot in Louisiana, direkt am Strand. Alles ist anders und wir haben richtig gute Laune und freuen uns. Und solange ihr kurz unseren Kanal abonniert, warten wir hier am Strand und gucken Peppy zu, wie sie sich bis nach Alabama gräbt. To Carolina, place where I was born. Good morning, Music City. I've got a song for you. And God Almighty Lord paid my dues. Good God, I paid my dues from Mississippi on to Alabama, from Louisiana on to Texarkana. I'm getting a little too good, Lord. Bester Zeitvertreib. Motel 6 in Austin has really gone downhill, but not as bad as my backseat where I stayed in Amarillo. Not much further to California, just a couple one-night stands, and I'm wrapped up in my baby's arms again. Good God, I paid my dues from Albuquerque on to Arizona, from Boulder City up to Idaho. I'm getting a little too good, Lord, singing these old blues. Good God Almighty, Lord, paid my dues. Ist auch nicht schlecht, oder was, der Spot? Das ist ziemlich nice. Das erinnert mich immer voll an Nordsee hier gerade. Außer, dass es tropische Temperaturen sind. Und riesengroß. Und riesengroß. Das ist echt krass. Und wir dürfen direkt am Strand stehen. Stimmt. Top. Direkt nachdem wir hier angekommen sind, haben wir uns an die Laptops gesetzt und angefangen, ein paar Sachen abzuarbeiten, die liegen geblieben sind und ein bisschen Planung zu machen für die nächsten Tage. Aber ich glaube, jetzt geht gerade die Sonne unter, nutzen wir mal noch den Moment und machen
eine kleine Abendrunde hier am Strand. Wir mussten uns jetzt gerade richtig schnell reinflüchten, weil Punkt, nachdem die Sonne hinterm Horizont runtergefallen ist, sind alle Menschen, die hier auch am Strand mit ihren Vans stehen, in den Van geflüchtet. Und wir so, warum machen die das? Und wir so, okay, vielleicht wegen den Moskitos, die jetzt rauskommen. Weil hier um uns herum ist ja super krasses Sumpfgebiet. Und ja, hier sind Moskitos. Es war ein riesen Schwarm um unseren Van. Wir haben uns jetzt gerade reingeflüchtet und müssen gucken, dass alle Luken dicht sind. Und was meinst du? Hält dicht? Ja, besser wäre das Gaffertape, aber mach die Tür hinten nicht mehr auf. Warum müssen wir das da so zumachen? Damit wir das Starlink-Kabel da durchlegen können. Deswegen ist das Fenster ein Minimü offen. Und das sehen die Kollegen. For sure. Dicht. Wir haben heute ein bisschen nervigen Orga-Tag oder Erledigungstag vor uns. Haben gerade schon hier Müll weggebracht. Jetzt fahren wir Richtung Lake Charles und füllen da Wasser auf, weil wir haben keinen Tropfen Wasser mehr. Und schauen, ob wir da vielleicht auch noch eine Dusche finden. Und dann machen wir heute Abend vielleicht was Schönes.
sind am größten Fluss der USA, dem Mississippi River. Wir schlängeln uns gerade entlang des Flusses Richtung New Orleans. Wir sind jetzt so eine halbe Stunde vor der Stadt, haben hier eine Pause gemacht an einem Rastplatz und ja, spazieren mal durch die Gegend. Man kann aber von dem Damm hier oben nicht nur die Aussicht auf den Mississippi River genießen, sondern hat auf der anderen Seite auch noch die historischen Zuckerrohrplantagen mit diesen gigantischen Herrenhäusern und jetzt hier eine riesen krasse Eichenallee, also es verschlägt einen fast die Sprache. Entlang des Weges kann man die Herrenhäuser hier besuchen und viel über die Geschichte und die Sklaverei und ja, das Leben hier halt erfahren. Wir wollen jetzt gleich einmal hier entlang fahren und gucken, ob wir irgendwo noch spontan eine Führung bekommen. Das war wohl nix. Okay. Es hat noch eine gegeben, aber die ist schon ausverkauft und bis morgen können wir nicht warten. Nee. Wir haben einen Zeitplan, den wir einhalten müssen. Aber ja. Na gut. Es wäre auch sehr teuer gewesen, muss man sagen. Also pro Ticket hätte man fast $33 mit Tax bezahlt. Oh ja, das ist teuer. Deswegen war ich mir jetzt sowieso nicht so sicher. Na gut. Dann fahren Müssen wir weiter. uns die Geschichte anlesen. Das Vielleicht sowieso. verlinke ich auch die Sachen, die ich über die ganzen Orte hier gelesen habe, unten in der Beschreibungsbox. Dann kann man sich die dazu durchlesen zu dem Ort hier. Weil es ist schon ziemlich spannend und es ist wichtig, dass man sich informiert über die Geschichte, finde ich. Stimmt. Fahren wir weiter. Fahren wir weiter. New Orleans, here we come. Wir wollen euch natürlich nicht immer nur die schöne Landschaft zeigen, denn neben diesen krassen, mega bombastischen Villen und Herrenhäusern und endlosen Zuckerplantagen ist die Landschaft hier vor allem aber auch geprägt durch die Gas- und Ölindustrie. Hier sind überall immer Pipelines, Raffinerien. Ja, ist schon irgendwie voll der krasse Kontrast. Wir fahren jetzt in die Innenstadt und als Ziel haben wir eine Taverne eingegeben, wo wir essen gehen wollen, weil da gibt es unser erstes Cajun, man weiß es nicht, traditionelles louisianisches Po-Boy-Sandwich. Wenn's zeigt. Wir sind schon sehr gespannt. Und warum wir so einen speziellen Anlaufpunkt schon haben, liegt daran, dass wir eben wieder am Van einen netten Besuch bekommen haben. Und eine nette Dame hat uns den einen oder anderen Tipp für New Orleans gegeben. Also mit dieser deutschen License Plate, wollte ich gerade sagen, mit dem deutschen Kennzeichen, lernt man immer wieder viele nette Menschen kennen. Muss aber auch sagen, dass ich schon Kann man gerne mal reinhören. bisschen Geht gut los. Guten Morgen zusammen.
Heute ist ein eventuell besonderer Tag, denn auf unseren Reisen, die wir bisher gemacht haben, haben uns immer mal wieder zwischendurch so kleinere oder größere Träume erfüllt. So ein bisschen, ja, so Bucketlist-Punkte haben wir da abgehakt. Darunter war zum Beispiel Skifahren in Kanada, ein NFL-Spiel in den USA gucken, Zelten auf Hawaii, Mountainbiken in Neuseeland. Wir wollten schon immer mal ein Tuk-Tuk fahren in Thailand, unter einem enormen Wasserfall duschen oder in einem See nackt baden gehen. Einer der größten Punkte, den wir uns erfüllt haben, wir wollten einmal in unserem Leben aus einem Flugzeug springen. Ein Whisky-Tasting in einer schottischen Distillerie machen. Wir haben mit einem Roller eine Insel umrundet, wir haben einen Berggipfel bestiegen, haben ein Musical in New York besucht und ein Bier im grünen Drachen getrunken, beziehungsweise das Hobbitland besucht. Und ein weiterer Punkt ist, wir wollten surfen lernen. Okay, daran müssen wir noch arbeiten, aber heute ist ein solcher Punkt, den wir abhaken könnten, denn vor allen Dingen ich wollte immer mal einmal in meinem Leben einen Tag in New Orleans verbringen und dort einmal Live-Musik hören. Und vielleicht kriegen wir heute die Chance dazu. Jetzt bei dem berühmten Café du Mont. Anscheinend lohnt es sich auch hier früh dran zu sein. Aber wir wollen natürlich die berühmte Köstlichkeit wie jetzt oder so irgendwie probieren. Also der louisianische Donut. Und dazu gibt es einen Kaffee. Aber dafür müssen wir uns erstmal anstellen. Aber wir haben gute Musik als Entertainment. Es dauert ein bisschen. Jetzt in die Schlange angestellt, wo man was to go mitnehmen kann. Alles ist doch ganz schön viel los und mit Peppy ist das, glaube ich, ein bisschen zu stressig und für uns auch. Deswegen stehen wir trotzdem eine halbe Stunde hier. Schmeckt richtig geil. Und es ist Wirklich. Es schmeckt wie eine große Mutze. Aber eine richtig gute. Also richtig gut. Das ist geil. Und dazu gibt es mich ein Café au lait. Bisschen Hamburger Dom in New Orleans. Ich glaube, wir hatten mal die Frage bekommen, wie wir so unsere Ausflüge und Strecken und immer so planen. Kurz und knapp, würde ich sagen. Jetzt überlegen wir uns, was könnte man als nächstes machen. Eins nach dem anderen.
Alles in allem ist New Orleans leider nicht so hundefreundlich. Also man kann fast in kein Restaurant mit Hund rein und auch jetzt mit dem Streetcar, mit der kleinen Bahn, mit der man fahren kann, wo wir jetzt mitfahren wollten, kann man auch nicht mitfahren. Deswegen gehen wir jetzt erstmal kurz zurück an den Van, machen eine kleine Verschnaufpause für Peppy und dann gucken wir nochmal und wir haben auf jeden Fall Bock, nochmal richtig geil zu essen. Es ist so heiß geworden. Wir parken jetzt nochmal gegenüberliegend auf einen kleinen Schattenplatz, auch wenn es nicht so viele Schattenplätze gibt, aber den nehmen wir uns. Wir sind ganz schön fertig. Die kleine Maus hat sich auch direkt in ihre Box verkrümelt. Aber der Schattenplatz ist super. Ja, ist gut, dass wir den Schattenplatz erwischt haben. Papa hat sich auch hingelegt. Als wenn das ins Video kommen würde. Ja, und schick gemacht. Oder das, was unser Reisekleiderschrank hergibt. Und machen wir jetzt eine kleine Date Night in French Quarter, New Orleans. Oh. Das war ein schöner, abgefahrener Abend. Ich glaube, wir zählen wahrscheinlich morgen noch mal in Ruhe. Ist so? Ich glaube schon. Nicht? Vielleicht auch nicht. Aber alles das, was wir uns von New Orleans erhofft haben, es war auch irgendwie so. Ja. War richtig schön. Ich habe zum Abschluss noch eine Kette gefangen. Eine Original New Orleans vom Balkon geworfen. Für unsere Weihnachtsdeko. Sortiment. Also haben wir auch unseren Souvenir gelöt, abgestaubt. Und ich musste nicht meine Brüste zeigen. So, und damit gute Nacht. Hallo aus dem Grayton Beach State Park. Wir sind weitergefahren Richtung Küste und zwar in den Grayton Beach Park und hier die Ecke von Florida am mexikanischen Golf oder am Golf von Mexiko soll einer der schönsten Strände oder ja generell Küstenregionen sein in ganz Florida. Und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen, auch wenn wir absolut überhaupt keine Zeit haben für einen Strandtag. Aber trotzdem ziehen wir uns jetzt um und hüpfen einmal ins türkisblaue Wasser. Weg vom Laptop, einmal in die Hose. Na gut. Na gut, sagt er. Ja, die da wollen ein Video haben. Einer muss das machen. Warum haben wir eigentlich so einen Stress? Weil du in 2 Tagen nach Deutschland fliegst.
Richtig gehört. So, die Katze ist endlich aus dem Sack, warum wir so auf die Tube drücken und in New Orleans nur einen Tag waren und generell gerade durch die Südstaaten förmlich gerast sind. Ich fliege für ein paar Tage nach Hause, denn mein Papa wird 60 und ihr hörtet, glaube ich, in den letzten Videos von unserem Problem mit der Bremse. Das hat sich noch nicht in Luft aufgelöst, aber ja, wir müssen die aus Deutschland besorgen und die werde ich uns dann einfach mitbringen. Deswegen schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Oder? So sieht's aus. Der Sand ist so krass weiß und genauso wie in diesem White Sand National Park, den wir euch schon gezeigt haben. Das ist verrückt. Und das Wasser? Stückis. Gehen wir ins Wasser? Wir gehen ins Wasser. Das ist aber, oder? Da ist wohl jemand fündig geworden. $7. Perfekt. Cool. Ein Hoch auf die Thrift Shops in den USA. Kann man nichts sagen. Reißverschluss funktioniert. Es sollte was reingehen. Sehr, sehr gut. Wir haben es pünktlich nach Jacksonville geschafft. Jetzt nur noch einen Platz finden, wo wir übernachten können. Am besten nah wie möglich am Flughafen. Der Koffer füllt sich und füllt sich. Okay, Koffer ist gepackt. Kopfhörer, Laptop, Reisepass, Geldbeutel, Ladekabel. Eigentlich fehlen nur noch die Festplatten, die ich mitnehmen kann. Und was macht der Aufgeregtheitsstatus? Vor der Heimreise gar nicht so doll. Eher wieder vom Zurückkommen. Überlegst du, ob du zurückkommst. Ah, ich wurde gestochen. Nee, nicht ob ich zurückkomme, sondern dass ich wieder zurückkomme. Also, dass sie mich wieder reinlassen. Ah, ich weiß, was wir vergessen haben. Die Skisocken sind hier hinten drin wahrscheinlich, gell? Dass ich so Kompressionssocken habe für meine Beine. Erledigt. Erledigt, im wahrsten Sinne des Wortes. Sag doch nochmal, wann wir da sein müssen am Flughafen. Gebordet wird um 6 Uhr. Wer günstig fliegt, muss Früher aufstehen. früher aufstehen. Wir sehen uns morgen. Guten Morgen.
Sagt man das eigentlich um 4? Ich entschuldige mich für alles, was ich brabbel. Es ist 4 Uhr. Ich glaube, schlafen gegangen sind wir um 12:30. Also haben wir entspannte 3,5 Stunden geschlafen. Auf geht's. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl, Svenny beim Flughafen abzugeben und nicht mitzufliegen und wieder wegzufahren. Ich glaube, so lange nicht gesehen oder überhaupt nicht gesehen haben wir uns das letzte Mal, als ich schon nach Kanada geflogen bin, um den Van abzuholen und Svenny und Peppi erst eine Woche später nachkommen konnten. Und ja, ein bisschen traurig bin ich schon, natürlich, aber hoffe und freue mich natürlich auch darüber, dass Svenny ihre Family sehen kann und hoffe, sie hat eine gute Zeit zu Hause. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ich und Peppi uns hier alleine durchkämpfen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, auch wenn es ein trauriges Ende hat, gebt dem Video natürlich einen Daumen nach oben. Da freuen wir uns wie immer sehr drüber. Support-Herz kann ich jetzt mehr denn je benötigen für die nächste Woche. Packt es in die Kommentare und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht es jetzt, aktiviert die Glocke und schaltet nächste Woche zu Basti im Solo-Van Live ein. Ich glaube, ich bin viel aufgeregter und gespannter als ihr. Das könnt ihr mir glauben. Bis nächste Woche. Danke. Ende.